の夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece。 Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. In der heutigen Folge sehen wir uns den Charakter Guild Tesoro an. Ich bin über einen Scout überraschend zu diesem Charakter gekommen, doch als ich Level 100 mit ihm erreicht habe, wurde mir klar, was für ein starker Attacker er ist. Lasst uns gleich die Medal-Sets ansehen. Ich habe die Medal-Sets wieder so ausgewählt, dass die Cooldown-Zeiten von Skill 1 und Skill 2 maßgeblich reduziert werden, plus die Ruffy Movie Red Medaille, die uns einen 90%igen Boost auf kritischen Schaden für 20 Sekunden gibt. Und als Super Trio Boost haben wir wieder die 20% Cooldown Beschleunigung von Skill 2. Als nächstes kommen wir wieder zu den Skills. Skill 1 Gold Explosion. Bei dieser Attacke kreiert Tesoro eine Mauer aus Gold, die, wenn der Gegner sie angreift, ihn zu Gold erstarren lässt, und ihr fügt ihm beim Loslassen des Skill-Buttons den Skill-Attack-Schaden zu, plus 70% des Schadens, den der Gegner in die Mauer gesteuert hat. Die Mauer wird mit 150% eurer Max HP heraufbeschworen. Und was ich super finde, ist, dass die Cooldown-Zeit bei nur 25 Sekunden liegt, was wirklich nicht lange ist. Da ziehen wir noch unsere Cooldown-Zeit des Medal-Set ab und wir sind bei weit unter 20 Sekunden. Weiter geht's mit Skill 2 Golden L Tor. Das ist ein Long-Range-Angriff, in dem er einfach eine Goldsäule in den Gegner steuert und einen Schaden von etwas mehr als 750 Punkten macht. Die Trades von Tesoro finde ich richtig krass, denn wenn ihr einen Gegner angreift, der gerade eine Flagge einnimmt, erstarrt dieser zu Gold. Direkt darauf könnt ihr den Gegner angreifen, denn er ist erstarrt, und ihr fügt ihm einfach 30% mehr Schaden zu und habt eine Health Point Recovery von 10%. Und als ob das noch nicht genug wäre, erstarrt der Gegner auch, wenn er euer Schild angreift, für ganze 5 Sekunden, und ihr könnt mit einem 30% Schadensbonus auf ihn einwirken und bekommt ihn mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit K.O. Und als ob das immer noch nicht reichen würde, wenn der Gegner die Wand angreift und zu Gold erstarrt, habt ihr einen Cooldown Boost von Skill 1 Gold Explosion um 30%, plus eure Verteidigung wird um 30% geboostet für ganze 10 Sekunden. Und nein, das ist natürlich immer noch nicht alles. Wenn euch ein Gegner angreift und er fügt euch mehr als 50% Schaden eurer Gesamt-HP zu, erstarrt er für 3 Sekunden zu Gold, was euch langfristig eine höhere Chance gibt, diesem nächsten Angriff zu entgehen, und er kann euch nicht K.O. machen. Weiters hat er noch eine zusätzliche Trade-Fähigkeit, die es ihm erlaubt, dass, wenn er mehr als 30% seiner Lebenspunkte übrig hat und einen kritischen Treffer erhalten sollte, von dem er eigentlich K.O. gehen würde, bleibt ihm ein Health Point übrig und ihr könnt weitermachen und versuchen, euch irgendwo eine Recovery zu holen oder vielleicht irgendwo eine Fleischkeule aufzusammeln. Also von allen vorgestellten Charakteren, die wir bis jetzt angesehen haben, ist er der absolute Trade-Gott. Nicht umsonst bezeichnet er sich auch im Film als Gott, finde ich passend. Die Runde hat eigentlich nicht schlecht angefangen, doch wenn man den Elementarvorteil berücksichtigt, kann man schon mal auf die Schnauze fallen. Hier sehen wir, dass Zoro in eine Goldstatue verwandelt wurde, weil er uns angegriffen hat und mehr als 50% Schaden verursacht hat. Was uns, wie vorher erklärt, einen Bonus von 30% auf Attacke bringt, wenn wir ihn angreifen, solange er als Goldstatue ausharrt. Und bis jetzt ist mir grundsätzlich jeder Kill gelungen, wenn ich jemanden vergoldet hatte, weil diese 3 bis 5 Sekunden uns einfach den ultimativen Angriff ermöglichen können. Auf dieser Map ist Golden L Tor für mich ein besonders guter Angriff, denn wir haben diese Wasserpools und wir können aber mit Golden L Tor über die Pools auf die andere Seite angreifen, wenn sich die Chance für uns bietet. Denn in der Mitte sitzt eine Flagge und wir können von der sicheren Seite auf die Flagge in der Mitte angreifen und der Gegner kann sich nicht wehren bzw. kann uns nicht kontern. Tesoro hat es mittlerweile geschafft, zu einem meiner 3 am meist gespielten Charaktere zu werden.
Und wieder wie hier mit der Gold Explosion, wir lassen den Gegner in die Mauer rein attackieren und können dann mit der Loslösung des Kill-Buttons den Schaden mit 70% plus zurückrepellieren. Ein weiterer Grund, warum ich Tesoro für diese Folge ausgewählt habe, ist der Überschuss an den Raid und Onigashima Zoro Versionen. Denn jede Runde ist geflutet von ihnen und wie wir hier gesehen haben, hat Tesoro mit seinem Elementarvorteil von Blau gegen Zoro in Rot innerhalb von kürzester Zeit 3 Raid und Onigashima Zoro K.O. gemacht. Und das ist etwas, das nicht viele Charaktere von sich behaupten können. Was mich dazu bringt, euch zu empfehlen, dass ihr die nächste Möglichkeit bei einer Scout-Aktion von Tesoro keine Sekunde zögert und sofort zuschlagt. Und die Runde ist auch schon wieder vorbei. An sich war es schon mal eine Rekordrunde, weil von den 5 KOs, die ich gemacht habe, waren 3 davon Raid und Onigashima Zoro. Und als ob das nicht schon genug wäre, konnten wir auch noch den MVP erringen. Damit kommen wir schon wieder ans Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush.